Gemeinsam erschaffen wir ein neues Wir. Wir haben euer Feedback gehört. Viele von euch wünschen sich, Teil der Events von Christina zu sein. Aber nicht jeder kann es sich leisten. Wir möchten, dass jeder und jede mit auch noch so kleinem Einkommen Christina in Zukunft live erleben darf. Und zwar vollkommen kostenlos. Wie das möglich wird? Ganz einfach. Du gehörst zu denen, die das möglich machen. Wir als Kollektiv erschaffen es. Mit deinem kleinen Beitrag von nur 5 Euro im Monat erhältst du in Zukunft also nicht nur wie gewohnt Christinas Botschaften in ihrem Newsletter, du erhältst auch 100% kostenlosen Zugang zu allen Offline-Events und Online-Teilnahmen. Denn dieses Wir ermöglicht es zukünftig allen, dabei zu sein, wann immer sie möchten. Wir betreten damit Neuland und setzen ein einzigartiges Zeichen. Wir erschaffen gemeinsam eine absolute Win-Win-Situation mit einem minimalen Einsatz deinerseits. Doch wo uns diese Reise hinführt? Das liegt ganz allein an euch. Bist du dabei? Dann melde dich doch ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung an. Ja, und heute ist ja auch insofern ein ganz besonderer Tag, dass ihr vielleicht gesehen habt, was wir uns haben einfallen lassen mit unserem 5-Euro-Newsletter. Und uns ist es darum gegangen, dass wir damit so eine Art Crowdfunding machen, wo einfach viele Menschen Christinas Arbeit und ihre wunderschönen Botschaften, die wir ja immer in den Newslettern verschicken, wertschätzen mit 5 Euro im Monat. Und wenn genügend Leute da mitmachen, dann macht es nämlich möglich, dass die Menschen, für die bis all die Jahre die 120 Euro oder 140 Euro für ein Tagesseminar oder für die Vorortteilnahme bei einem Lost-Stream oder die 39 Euro für die Online-Teilnahme, die einfach für manche Menschen einfach wirklich zu viel waren, dass die dank eurer Mithilfe und dieser Form von Crowdfunding mit teilnehmen können. Und das ist unsere Hoffnung und unser Ziel, dass das aufgeht. Denn kaum jemand macht sich vielleicht auch Gedanken darüber, dass nur schon ein Zoom-Call für über 5.000 Leute kostet uns mehrere tausend Euro. Das zahlen wir dann an Zoom. Ne? Das geht nicht so einfach. Oder eine Halle mieten, wo 4, 5, 6, 700, 800 Leute reinpassen, kostet mit Technik locker 20.000 Euro. Dann haben wir Anreise, wir haben Hotel, wir haben Helfer, wir haben die Technik, wir haben die Nachbearbeitung der Aufzeichnungen, wir haben die Webseite, was wir alles gewirbelt haben in den letzten Tagen, um im Hintergrund alles passend zu machen. Man denkt gar nicht daran, dass wir wirklich viele Kosten haben, um diese Angebote alle machen zu können. Und wir hoffen, dass Christinas wunderschöne Botschaften genügend Menschen 5 Euro, sprich in der Schweiz, eine Tasse Kaffee im Restaurant, in Deutschland vielleicht 2, wert sind. Dass das gelingt. Und ich glaube, wir wuppen das. Wir wissen mehr in wenigen Wochen. So, aber jetzt fangen wir mal an. Und die Zeit, die ich jetzt hier verbracht habe, um euch all die Dinge zu sagen, die holen wir am Schluss nach. Ich nehme jetzt mal die Fragen, die per Mail kamen, einfach ungeordnet, so wie sie reinkamen. Hier kam eine sehr schöne Frage, nämlich, was ist ein Lichtkrieger? Und was würdest du sagen, was sind seine Aufgaben? Ich würde jetzt darunter das so verstehen, dass man halt, also zum Beispiel mit seiner inneren Verbindung in Verbindung bleibt und spürt, was für einem stimmt und was der eigene Weg ist und dass man halt dabei bleibt. Unabhängig davon, ob im Außen, ob das irgendwie den Vorstellungen entspricht, die man so in der Gesellschaft hat. Weil es gibt ja viele Glaubenssätze und Vorstellungen und Erwartungen, die
einfach sehr in der Gesellschaft drin sind. Und das hat eigentlich jede Kultur. Und dass wir da schauen, was stimmt davon für uns? Und was ist unser Weg? Also, dass wir uns selber nicht verlieren. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Für mich, ja, ich weiß, das Wort Krieg steckt im Krieger, aber für mich hat es auch einen so einen wehrhaften Aspekt. Also ich musste spontan dann an den wunderbaren Buchtitel denken, Ungehorsam der Liebe. Also, dass man auch den Mut findet, in gewissen Dingen einfach schlicht und einfach ungehorsam zu sein und Nein zu sagen. Nein, ohne mich mache ich nicht mit. Und auch wenn es vielleicht unangenehme Konsequenzen hat. Das ist für mich auch noch so ein Aspekt von Lichtkrieger. Kann man da auch mit reinnehmen. Und es ist ja, also Liebe an sich hat ja gar nichts damit zu tun, dass man unbedingt alles gut finden muss oder zu allem Ja sagen muss. Ja, das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema, was du ja auch schon immer wieder mal angesprochen hast. Also gerade, ich kann mich erinnern, eine Frage, die ist jetzt nicht gerade hier, aber die kam auch per Mail. Wie kann ich mit Provokationen umgehen? Also wenn mich jemand immer wieder provoziert oder gemein ist zu mir oder mich eigentlich aus der Reserve locken möchte und mich eigentlich ja quasi ins Ungleichgewicht bringen möchte damit. Wie kann ich damit umgehen? Das hat ja auch mit Abgrenzung zu tun und viele haben das Gefühl, wenn ich ganz liebevoll bin, dann darf ich mich ja nicht so abgrenzen. Also eben Liebe hat ja nichts damit zu tun, dass man zu allem Ja sagt. Also es ist ja schon gut, wenn man weiß, wann man sich abgrenzen sollte. Aber es ist halt schwierig bei solchen Situationen, weil je nachdem wie die Umstände sind, geht man ja auch auf eine andere Art am besten damit um. Und einfach so von der Frage her weiß ich ja die Umstände gar nicht. Ja. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage. Haben unlichte Wesen oder böse Außerirdische eine Seele? Und haben diese Seelen oder diese Wesen sich denn dazu entschieden, im jetzigen Leben unlicht zu sein? Also es kommt halt darauf an, was man unter den Wörtern versteht. Seele ist für mich etwas Liebevolles. Und wenn jetzt jemand auf der seelischen Ebene keine Liebe hat, dann könnte man auch nur sagen, dass der einfach ein Bewusstsein hat. Weil ein Bewusstsein hat er ja, weil er sich ja auch Gedanken darüber macht, warum er auf die Erde kommt. Und wenn jetzt jemand nicht so mit der Liebe verbunden ist, dann handelt er ja auch von dem her. Also wenn wir in der geistigen Welt sind, dann sehen wir zwar mehr, wir haben eine größere Übersicht, aber wir sind ja nicht allwissend. Und jede Seele oder jedes Bewusstsein hat ja so den seelischen Zustand, den es gerade hat.
Und von dem her macht es ja auch Pläne, auch für ein nächstes Leben. Und man kann halt viele Dinge auch nicht einfach in eine Schublade einordnen. Weil wenn wir zum Beispiel hier auf der Erde sind und wir tun etwas, was nicht gut ist, dann muss man ja immer seelisch schauen, was da der höhere Grund ist. Weil manchmal sehen auch Dinge hier auf der Erde nicht gut aus. Und wenn man dann von seelischer Ebene schaut, dann sieht man, dass es einen lichtvollen Sinn hat. Also es ist halt schwierig, nur von dem, was man auf der physischen Ebene her macht, alles so einzuordnen. Also manchmal, man muss das alles einzeln anschauen. Ja, vielen Dank. Ob man diesen Wesen auch Licht senden kann und ob sie dann mit Hilfe dieser Liebe und des Lichts, was wir ihnen senden, überhaupt wieder zurückfinden können. Das hängt von ihnen selbst ab. Also wenn sie offen dafür sind, dann hilft ihnen das, weil verloren ist ja niemand. Aber es hat halt mit ihnen selbst zu tun, ob sie offen dafür sind. Und das ist ja etwas, das können wir selber ja wie nicht beeinflussen. Weil ob sich ein Mensch ändert oder nicht, das hat ja dann am Ende mit ihm zu tun. Aber du sagst ja auch, dass es Wesen gibt, die überhaupt gar keine Verbindung mehr haben, also die wirklich diese Verbindung zur Quelle oder zur Liebe oder zum göttlichen Funken nicht, wo das nicht mehr ist. Es sind sicher nicht sehr viele, aber es gibt die, oder? Ja, aber auch die sind ja nicht verloren. Also wenn sie sich wieder für die Liebe öffnen würden, dann würde das ja auch gehen. Aber wenn sie halt so abgetrennt davon sind, kann es sein, dass sie das halt gar nicht wollen. Aber an sich verloren ist ja niemand. Das ist doch wunderschön zu wissen, oder? Also, ja, da kommt wieder dein Buchtitel, am Ende ist alles gut. Aber was bis dahin noch geschieht, das bestimmen wir jetzt ganz, ganz, ganz schön mit. Und hier noch die Frage von derselben Person, ob das zum göttlichen Plan gehört hat, dass die unlichten Wesen auf die Erde kamen und uns manipulierten. Und wenn das nicht zum göttlichen Plan gehört hat, warum haben dann die Lichtwesen nicht eingegriffen und nichts dagegen getan und diese Wesen entfernt? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele, viele beschäftigt, auch wenn du schon öfters darüber gesprochen hast. Und doch, es bleibt ja eigentlich immer ein Fragezeichen, oder? Also von der Erde her gesehen war es ja nicht immer so. Also die Erde war ja sehr, sehr, sehr viel früher, ja viel feinstofflicher. Und da gab es auch eine Zeit, wo es diese Manipulationen gar nicht gab. Also die waren nicht von Anfang an da. Und dass die hierher kamen und überhaupt bis jetzt eigentlich da bleiben konnten, das hat halt auch damit zu tun, dass wenn wir zum Beispiel als Menschen jetzt hier sind, und dann sind wir zwar schon mit den höheren Ebenen und
Die geistige Welt kann uns Impulse schicken, aber ob wir auf diese Impulse hören, das ist dann ja wieder was anderes, weil wir Menschen ja einen freien Willen haben. Und so ist das halt auch mit anderen Wesen so. Und wenn wir Menschen zum Beispiel bestimmte Glaubenssätze, die uns vielleicht blockieren, wenn wir die immer weiter vererben und das nie jemand auflöst, dann geht das ja theoretisch einfach so weiter. Auch wenn die geistige Welt, die Lichtwesen wissen, dass uns dieser Glaubenssatz blockiert. Weil das eine ist ja, was sie tun können, aber das andere ist ja, wie wir offen dafür sind. Und darum ist das halt, hat das halt wirklich viele Ebenen, warum die Welt überhaupt so ist, wie sie ist und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und da gibt es auch noch viele andere Ebenen. Also man kann das nicht total vereinfachen und sagen, es hat nur mit einem einzigen Grund zu tun. Ja, Philipp hat zu dieser Frage auch noch eine Mail geschrieben und wollte wissen, ob es förderlich ist, den unlichten Kräften zu verzeihen. Also, dass er da an die Handvoll Wesen denkt, die diesen ganzen Planeten jetzt gerade so kontrollieren möchten und vereinnahmen möchten. Oder ob du das für nicht sinnvoll hältst und ja, und falls ja oder falls nein, warum nicht? Oder macht es Sinn, ihnen zu verzeihen? Also ich finde schon, dass das Sinn macht, weil wenn wir das verzeihen, heißt das ja nicht unbedingt, dass wir das gut finden, aber es bedeutet ja, dass wir die Wut oder was auch immer wir da in uns haben, dass wir die auflösen können. Und das ist schon gut, weil wenn wir das in uns aufgelöst haben, dann sind wir energetisch und gedanklich und auch emotional überhaupt erst frei, dass wir da unsere Energie für was anderes brauchen können. Und darum macht das schon Sinn.